Heute erzähle ich mal etwas ganz anderes. Es geht nicht um Rundfunk und die Maxwell'schen Gleichungen und es geht nicht um Hörvergleiche von Kopfhörern. Nein, es geht um Computerentwicklung. Ich habe es ja in meinem Vita-Video schon erzählt. Ich war ja lange Jahre in der Computerentwicklung bei Triumph Adler und da haben wir uns mit der Entwicklung eines ganz spannenden Systems beschäftigt. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dieses Jahr, am 3. Januar, war Jubiläum von dem Marktrelease von der Apple Lisa. Einer der ersten Computer, die eine grafische Benutzeroberfläche hatten. Just zu diesem Zeitpunkt hat Triumph Adler in Nürnberg auch eine Lisa gekauft. Und warum? Weil genau zu diesem Zeitpunkt ein Team bei Triumph Adler mitten in den Entwicklungen gesteckt ist zu einem Bürocomputer, der sich System 32 genannt hat und der sollte einige Merkmale dieser neuen Architektur auch beinhalten. Was wollten wir tun? Denn ich war zu diesem Zeitpunkt in dem Team und war verantwortlich für die Entwicklung eines objektorientierten Programmiersystems und einer Programmiersprache. Ja, wir wollten eigentlich ganz vorne bei der technischen Entwicklung dabei sein, Leading Edge, wie man heute so schön sagt. Wir wollten eine Mehrfensteroberfläche machen, wir wollten eine zentrale Datenhaltung realisieren und wir wollten, wie gesagt, eine objektorientierte Programmierung anbieten. Da möchte ich erst noch mal kurz so einen Ausflug in die Geschichte machen, denn auch bei Apple ist natürlich diese Idee nicht out of the blue gekommen, sondern es gab da Vorgeschichten. Eine wichtige war ein Essay von Vannevar Bush 1945. Er hat in seinem Essay As We May Think eine Maschine beschrieben, die er Memex genannt hat. Und die sah aus wie der Schreibtisch hier vor mir und auf der Schreibtischoberfläche waren verschiedene Bildschirme eingelassen und auf diesen Bildschirmen konnte der Anwender seine Dokumente sichtbar machen, vergleichen, konnte kommunizieren, konnte Daten abrufen und das war schon sehr, sehr nahe an der Vorstellung, wie dann später die grafikorientierten Systeme gearbeitet haben. 1970 hat dann ein junger amerikanischer Ingenieur, der Douglas Engelbart, ein neues Eingabegerät erfunden, die Computermaus. Er hat am 17. November sein Patent dafür angemeldet, da hieß das Ganze noch XY Positionsanzeiger für ein Bildschirmsystem. Und auch in diesem Jahr gründete die Firma Xerox, die ja eigentlich eine Kopiererfirma war, ein Forschungsinstitut, das Palo Alto Research Center, kurz PARC genannt. Und in diesem Research Center sind wesentliche Dinge entwickelt worden, die dann auch in die Apple-Systeme und natürlich auch in unser System eingeflossen sind. Da gab es ein System, das schon eine grafische Oberfläche hatte, 1973, den Xerox Alto. Das war ein mehr oder weniger Studiensystem, das ist auch nicht veröffentlicht worden, nicht auf den Markt gebracht worden. Es ist 1981 durch den Xerox Star abgelöst worden, der dann verkauft worden ist. Und da war Triumph Adler natürlich auch einer der Käufer, weil wir wollten ja sehen, was in Amerika so alles passiert in dem Bereich, wo wir auch tätig waren. Und 1983 ist Smalltalk 80, also die objektorientierte Programmiersprache released worden. Die ist schon früher angefangen worden zu entwickeln, aber das Release
80 ist 83 auf den Markt gekommen und ihr seht an dem Buch, das ist schon etwas älter, das war eine Bibel für uns in meiner Gruppe für die Entwicklung der objektorientierten Programmiersprache auf dem System M. Ja, der Nikolaus Wirth kennen vielleicht einige von euch, die mit Computer zu tun haben, war Informatikprofessor an der ETH Zürich. Er war in den 70er Jahren bei Xerox für einen Studienaufenthalt, hat den Alto gesehen und war hellauf begeistert und hat dann zwischen 77 und 81 eine Workstation entwickelt mit dem Namen Lilith. Und die hatte auch eine grafische Oberfläche und er hat für diese Workstation dann auch die Programmiersprache Modular 2 entwickelt. Ja, und 83, wie gesagt, kam die Lisa und ein Jahr später der Macintosh und dann ging der Siegeszug der grafischen Oberfläche im Computerbereich weiter. Ja, was haben wir nun gemacht? Unser System M32. Wir haben 1985 die erste Marktfreigabe gehabt und ich will euch jetzt mal kurz erläutern, was zur Technik und zu den Anwendungsprogrammen und wie das Ganze dann verlaufen ist. Was ich einblenden werde von Zeit zu Zeit sind Ausschnitte aus dem Originalprospekt der Triumph Adler für dieses System. Und da könnt ihr dann auch mehr Daten sehen. Ich kann jetzt nicht auf alles genau eingehen. Aber wichtig war, die CPU des Systems M32 war der Motorola 68000, ein 16-Bit-Computer mit 8 MHz Taktfrequenz. Hauptspeicher 512 Kilobyte bis 2 Megabyte. Da werden die Jüngeren unter euch ungläubig schauen. Ja, es ist herausfordernd gewesen, in diesem Hauptspeicher seine Programme unterzubringen und auch noch Systemprogramme unterzubringen. Wir hatten zwei Monitore, also schwarz-weiß Monitore, 12 Zoll und 15 Zoll mit 800 x 392 Pixel. Farbmonitor hatten wir in Vorbereitung. Und dann gab es natürlich diverse Schnittstellen an den Geräten und externe Geräte wie Floppy-Disk-Laufwerke, Streamer und ähnliches. Da blende ich euch die Prospektseiten ein. Das Betriebssystem, auf das wir gesetzt haben, war Xenix 3.0. Aus diesem System haben wir ein Triumph-eigenes Betriebssystem entwickelt, das sogenannte Tanix. Und das wurde entsprechend ausgestattet mit den Merkmalen, die man für ein Mehrplatzsystem braucht. Für die Entwicklung von Anwendungsprogrammen haben wir verschiedene Standardprogrammiersprachen angeboten, darunter war C, COBOL, Fortran, BASIC, Pascal, also alles, was am Markt zu dieser Zeit üblich war. Aber das Kernsystem des Systems war die objektorientierte Programmierumgebung des Programmiersystems, kurz genannt OOPS, mit dem Bürodatenbanksystem dazu BDBS. Anwendungsprogramme, nachdem wir unsere Systeme für die Unternehmen entwickelt haben, waren natürlich diverse betriebswirtschaftliche und branchenspezifische Programme, aber wir hatten auch eine, ja, man kann sagen, eine Office Suite auf dem System, also sprich ein Textverarbeitungsprogramm, ein Tabellenkalkulationsprogramm, ein Mailprogramm, ein Grafikprogramm. Und diese Programme waren mit den betriebswirtschaftlichen Anwendungen zusammen über das Datenbanksystem quasi datenmäßig verheiratet und man konnte zwischen den ganzen Produkten Daten austauschen, also beispielsweise im Grafikprogramm eine Grafik erstellen, die in den Textprogramm, in den Text einbinden und so weiter und so fort.
Die Programme lagen auch als Piktogramme auf dem Bildschirm. Ja, die grafische Oberfläche war ein Mehrfenstersystem. Das war quasi wie auf dem Schreibtisch von Busch die Übersicht über meine Dokumente, die ich geöffnet habe, habe ich auf dem Bildschirm auch gehabt. Ich konnte die Fenster verschieben, ich konnte die übereinander legen, das oberste war immer das Aktive, ich konnte die verkleinern, versetzen, ich konnte sie natürlich auch schließen. Und das Fensterlayout und auch das Hilfesystem und das Meldungssystem war über diese Mensch-Maschine-Kommunikation, wie wir das ganze Bundle genannt haben, standardisiert. Das heißt, keine Anwendung auf dem System hat selbstständig den Bildschirm programmiert, hat selbstständig Hilfesystem programmiert, sondern das war alles standardisiert. Die Anwendungen mussten diese Schnittstellen nutzen. Die Bedienung des Systems ging mit Tastatur und einer Maus, wie man es heute kennt, mit 2 Tasten. Ja, das objektorientierte Programmiersystem, OOPS, das wie gesagt in meiner Gruppe entwickelt wurde, für das ich verantwortlich war. Da haben wir auch mit der RTWH Aachen zusammengearbeitet und wir haben eine objektorientierte Programmiersprache speziell entwickelt, nannte sich OPAL, Object Oriented Programming Language. Und OPAL war im Wesentlichen von 3 Konzepten beeinflusst. Das eine war natürlich Smalltalk für den ganzen objektorientierten Ansatz, für die Syntax, für die Semantik. Dann von der Datenhaltung, der Datenbank, die drunter lag. Und auch natürlich für betriebswirtschaftliche Anwendungen ist es ja sehr wichtig, eine starke Typisierung zu haben. Und bei einer Typisierung, was ja in Smalltalk nicht der Fall ist, haben wir uns an ADA und Modula 2 angelehnt. Für die Datenbankprogrammierung haben wir eine mächtige Datenmodellierung in OPAL gehabt und eine Transaktionsprogrammierung für die Datenbank mit Trigger- und Integritätsbedingungen. Zu den ganzen Themen, speziell zu dem OOPS, da erzähle ich euch noch, wenn es euch interessiert, noch detaillierter drüber. Lasst einfach einen Kommentar da. Es kam 1986 leider das jähe Ende für das System. Der italienische Büromaschinenhersteller Olivetti hat Triumph Adler übernommen und hat 1986 im Juni die Entwicklung des kompletten Systems M32 eingestellt. Das hatte betriebswirtschaftliche Faktoren, aber auch technische. Zu dieser Zeit ist die Zusammenarbeit von IBM, Intel und Microsoft forciert worden und immer mehr Softwarehäuser haben jetzt ihre Produkte entwickelt für den Intel-Computer und nicht mehr für den Motorola 68000. Und damit ist uns natürlich ein wesentliches Standbein für das System weggebrochen, weil wir auch natürlich nicht wollten, dass Unternehmen ein proprietäres Triumph-Adler-System haben, sondern dass sie Marktsoftware nehmen können und zusätzlich auf unserem System einsetzen können und verbinden können mit unseren betriebswirtschaftlichen Anwendungen. Das OOPS war zu dieser Zeit in den Produktprospekten schon angekündigt für Entwickler draußen. Im eigenen Haus haben wir das schon eingesetzt, aber es wurde nicht mehr freigegeben. Und war schade, es war eine sehr spannende Zeit. Wir waren da, glaube ich, unserer Zeit oder am Puls der Zeit, wie man so schön sagt. Und wenn euch diese Entwicklung für das System und Einzelheiten näher interessieren, dann lasst einfach einen Kommentar da. Das würde mich freuen. Und ich hoffe, dieser kurze Einblick war interessant für euch. Es wird demnächst
einen ausführlicheren Artikel auch auf unserer Homepage geben. Das dauert aber noch etwas, aber da könnt ihr dann mal nachsehen. Und lasst einfach ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr von unserem Podcast sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Dann tschüss.